Eine der größten Herausforderungen beim Aufbau von KI-Sichtbarkeit ist, es intern mit einem alten Denkmodell erklären zu müssen. Denn während Geschäftsleitungen noch in Klicks und direkter Attribution denken, verändert KI längst, wie Menschen Informationen konsumieren und Kaufentscheidungen treffen. In dieser Folge sehen wir uns deshalb an, was die Schwierigkeiten sind, wie wir den Wandel intern erklären können und welche typischen Einwände immer wieder kommen. Viel Spaß! Da ich in meinen Gesprächen aktuell merke, dass viele Marketingleiter, Head of Marketing und Online-Marketing-Manager mit diesem Thema intern extrem zu kämpfen haben, dachte ich mir, es gibt sicher auch noch andere dort draußen, die dasselbe Problem haben und deswegen heute diese Folge. Was macht es so schwierig, die Veränderung in der Suche intern zu kommunizieren? Und ich habe das auf 4 Kernpunkte runtergebrochen. Nummer 1, ein neuer Zugang, eine alte Betrachtungsweise. Die aus meiner Sicht größte Schwierigkeit, das Thema KI-Sichtbarkeit oder KI-Suche an die Geschäftsleitung zu kommunizieren, ist, dass einerseits viele SEOs, aber auch die Entscheider noch an den alten Metriken festhalten. Und um das vielleicht klar auszudrücken, natürlich, es gibt noch die traditionelle Suche und die können wir weiterhin so messen, wie wir sie so schon seit vielen Jahren messen, aber man versucht, die alten Metriken auch auf KI-Assistenten anzuwenden. Die organische Suche war zwar auch nie ein echter Performance-Kanal, wurde aber mittels Klicks und Conversions so bewertet. Jetzt haben wir aber die Situation, dass Klicks weniger werden durch Zero-Click und parallel KI-Assistenten überhaupt nicht darauf abzielen oder dafür gemacht sind, Klicks zu senden, sondern Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Das heißt, um das zu verdeutlichen, bevor jemand jemals eine Website gesehen hat, kann er oder sie schon von einem KI-Assistenten hinsichtlich Markenpräferenz beeinflusst worden sein. Nummer 2. Keine Attribution, keine direkte Messbarkeit. Der Verweistraffic, egal ob von ChatGPT oder auch vom KI-Modus, ist erbärmlich gering. Verweistraffic wäre aber das einzige, wie wir das bekannte Messmodell aufrechterhalten könnten. Trotzdem, und ich glaube, das ist wirklich mittlerweile unbestritten, denn dazu gibt es schon jede Menge Daten, haben KI-Assistenten einen extremen Einfluss auf Kaufentscheidungen. Es kann aber kein Return on Investment berechnet werden und auch Attribution ist nur möglich, wenn zufällig irgendetwas über Verweistraffic passiert. Willkommen in einer Zero-Click-Welt. Nummer 3. SEO und Geo oder vielleicht nennst du es Answer Engine Optimization verschwimmen extrem. Nahezu in all meinen Erstgesprächen wird schnell deutlich, dass die Grenzen und Rollen von SEO und Geo und traditionellen Suchmaschinen und KI-Assistenten oder LLMs unklar sind. Wir haben dazu vor kurzem eine tolle Folge gemacht, um das näher zu erklären, aber wenn das Marketingentscheidern schon unklar ist, kann man sich nur vorstellen, wie es der Geschäftsleitung geht und wie das Ganze für sie aussieht. Und wenn es keine klare Differenzierung gibt, wird es natürlich schwierig mit Budgets und Aufmerksamkeit. Nummer 4. Wahrscheinlichkeiten sind noch schlimmer als Rankings. Aus meiner persönlichen Sicht sind klassische organische Rankings schon eine relativ ungenaue, unverlässliche Metrik. KI-Assistenten sind aber um ein Vielfaches schlimmer, denn Antworten basieren auf Wahrscheinlichkeiten. Die Stabilität von wir ranken über die letzten 6 Monate immer in den Top 3 gibt es hier nicht. Kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder dafür sorgen, dass ich zu einem bestimmten Prompt häufiger genannt oder zitiert werde? Ja. Kann ich garantieren, dass ich immer zitiert werde? In keinster Weise. Es kann also nichts garantiert und nichts versprochen werden. Es ist weniger dramatisch, aber mir geht es um Klarheit. Jetzt, wie kann ich KI-Suche intern greifbarer machen? Das ist jetzt, wie ich das gerne erkläre und womit ich schon sehr positive Erfahrungen gemacht habe, aber du wirst es natürlich auf deine spezifische Situation und die Personen, mit denen du sprichst, maßschneidern müssen. In einem Satz mal, KI verändert, wie Menschen Informationen konsumieren und Entscheidungen treffen. Das muss so die Basis sein,
die jeder verstehen muss, weil daraus ergibt sich alles andere. Was sich verändert hat, die Technologie hat sich verändert, wie auch das Nutzerverhalten, egal ob bei Konsumenten oder im B2B. Das ist keine Anpassung vom Google-Algorithmus, irgendein Produktupdate, das ist eine vollkommen neue Funktionsweise, die trotzdem auf altem aufbaut. Das heißt, was man in SEO gemacht hat oder macht, ist auf jeden Fall weiterhin von Vorteil, aber wir müssen auch neue Dinge machen, um sichtbar zu bleiben bei unseren Zielgruppen. Die alte Welt. In klassischen Suchmaschinen ging es darum, relevanten Traffic auf die eigene Website zu bekommen. Menschen führten ihre Recherche selbst durch. Die neue Welt, in KI-Assistenten wollen wir, dass unsere Inhalte für Antworten herangezogen werden und dass wir als Anbieter empfohlen bzw. genannt werden. Dementsprechend spielen wir hier um Einfluss auf Kaufentscheidungen. KI-Assistenten führen dabei Recherchen im Hintergrund durch und liefern im Kontext des Nutzers maßgeschneiderte Antworten. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. In der alten Welt führen Menschen selber ihre Recherchen durch, in der neuen Welt macht den Großteil der Recherche der KI-Assistent im Hintergrund. Die neue Kundenreise, um das vielleicht zu verdeutlichen. In der neuen Kundenreise wird eine Vorauswahl getroffen, bevor sich jemand überhaupt eine Webseite oder einen Anbieter ansieht. Das heißt, wie kann das aussehen? Der Nutzer schildert dem KI-Assistenten ein Problem oder seine Anforderungen an ein Produkt in einer Konversation in so etwas wie ChatGPT oder dem Google KI-Modus. Durch immer mehr Kontext, den er bereitstellt, wird die Entscheidungsfindung immer weiter eingeschränkt und die beste Lösung immer klarer bzw. präzisiert. KI empfiehlt dabei sogar aktiv Auswahlkriterien. Das heißt, ganz spannend, KI macht nicht nur Vorschläge zu Produkt oder Marke, sondern sagt sogar, okay, das sind Kriterien und stellt Rückfragen, um die Anforderungen besser zu verstehen. Game Changer. Also das ist wie ein Berater in einem Geschäft. Dann werden vielleicht Anbieter oder Produkte oder Leistungen empfohlen. Im Zuge dessen, und das muss klar sein, wenn man sich in so einer Konversation mit einem Berater befindet, findet natürlich beim Nutzer eine Meinungsbildung statt von, okay, diese Marke steht dafür und wenn mir das wichtig ist, dann ist eher dieses Produkt relevant. Das heißt, die Kaufentscheidung wird maßgeblich in eine Richtung gelenkt. Erst an diesem Punkt ist es so, dass eine klassische Suchmaschine herangezogen wird, um nach der Marke oder vielleicht nach dem Produkt zu suchen. Das ist aber dann nämlich kein klassischer Erstbesuch, sondern der User hat schon ein Bild von der Marke oder dem Produkt oder der Leistung und ist jetzt bereit, wenige Anbieter zu vergleichen oder Produkte und schon mal eine erste Anfrage zu stellen. Und das ist eine komplett andere Kundenreise, wie wir ja bisher kannten, wo ich mich in einer Suchmaschine befinde und mal allgemeine Keywords eingebe und mir eine Meinung bilde, sehr viel recherchiere und so weiter, sondern das ist alles komprimiert und verkürzt natürlich auch die Kundenreise. SEO versus Geo oder wie auch immer du es nennst, wie gesagt, mein Begriff meiner Wahl ist Generative Engine Optimization. SEO bleibt essentiell hinsichtlich Auffindbarkeit von Inhalten. Und Auffindbarkeit von Inhalten ist die Grundlage für Sichtbarkeit in KI-Systemen. So viel ist klar und das wird sich auch nicht ändern. Einfach ausgedrückt machen KI-Assistenten im Hintergrund groß angelegte Recherchen, wo sie selbst Suchanfragen starten und dann alle gefundenen Informationen zusammenführen, um für den Nutzer spezifisch die passende Antwort zu liefern. Gleichzeitig gibt es mit generativer KI eine zusätzliche Schicht oder Filter über SEO. Das heißt, SEO ist die Grundlage und hier bauen wir drauf auf. Und hier geht es darum, auf der eigenen Webseite für spezifische Zielgruppen Antwortbausteine zu liefern, die Entscheidungen begründen und von KI-Assistenten herangezogen werden können. Das ist ein Aspekt.
Der zweite ist, KI-Systeme bauen zusätzlich Vertrauen in Marken und Inhalte über externe Validierung und konsistente Narrative über Drittquellen hinweg auf. Um es an einem Beispiel festzumachen, dadurch wird bestätigt, was die Marke zum Beispiel auf ihrer Webseite über sich selbst sagt, oder ein Experte kann auch nicht ein Experte sein, wenn er nur Content auf seiner eigenen Webseite hat und niemand ihn als Experten sieht. Also er kann ein Experte sein, aber für einen Algorithmus braucht es logischerweise die externe Validierung, aber auch für Menschen braucht es immer externe Validierung. So, je näher man zum Kauf kommt in so einer Konversation in einem KI-Assistenten, desto häufiger, und das ist unglaublich spannend, werden in KI-Assistenten Drittquellen zitiert. Das heißt, je kritischer vielleicht Aussagen von einem KI-Assistenten werden, weil es näher am Kauf ist, desto eher werden Drittquellen herangezogen und nicht Informationen von Brands oder Anbietern selbst. Wenn man so eine Präsentation vielleicht vor der Geschäftsleitung hält, ist es essentiell, diese Frage perfekt zu beantworten. Wo stehen wir im Vergleich zur Konkurrenz? Und die Qualität dieser Antwort ist der Knackpunkt, ob man Gehör findet oder nicht. Idealerweise habe ich meine Hausaufgaben umfangreich gemacht, wenn ich in-house bin, und mit dem Vertrieb, je nachdem natürlich Geschäftsmodell, aber sagen wir mal Vertrieb, gemeinsam Personas, synthetische Personas, aber basierend auf echten Daten erarbeitet und ein abgestimmtes Prompt-Set ausgearbeitet, was ich in einem AI Visibility Tool tracke. Das müssen genau die Fragen sein, die, wenn die Geschäftsleitung sie sieht und sie dort nicht vorkommen, dass es richtig schmerzt. Also dass sie wirklich, oh mein Gott, wieso wird hier dieser Konkurrent genannt und wir nicht? Wenn ich an diesem Punkt zeigen kann, dass für offensichtlich entscheidungsnahe Fragen die Konkurrenz erheblich stärker ist, wird der Geschäftsleitung schnell klar werden, dass hier Handlungsbedarf besteht. Eine weitere essentielle Frage in so einer Präsentation ist, sollte unsere Marke in KI-Sichtbarkeit investieren oder Wettbewerbern dieses Feld überlassen? Und hier ist es aus meiner Erfahrung nur wichtig zu klarifizieren, was in diesem Kontext überlassen bedeutet. Und ich sage das jetzt in meinen Worten, vielleicht sind das nicht deine Worte, aber das ist, wie ich darüber denke. Markteinordnung, das heißt, wir überlassen der Konkurrenz, wie der Markt einfach eingeordnet wird, wie auch die Positionierung der eigenen Marke, weil die werden halt sowas wie vergleichende Inhalte machen. Das heißt, die werden sagen, wer wir sind und wer wir nicht sind, für wen wir die Richtigen sind und für wen wir nicht die Richtigen sind. Einfluss auf die Kaufentscheidung. Wer in Konversationen mit unserer Zielgruppe von KI empfohlen wird, wer mit seinen Inhalten Antworten bestimmt und der damit verbundene Einfluss auf die Kaufentscheidung. Und zu guter Letzt Markendarstellung, wie die eigene Marke dargestellt wird. Weil wenn die Konkurrenz gut und klug ist, werden die den Markt für die Zielgruppe einordnen, die werden genau entlang der Kundenreise die Fragen beantworten und somit auch die Kriterien formen, und sie werden, wenn sie richtig klug sein, rechtlich nicht angreifbare Vergleiche machen, die bestimmen, wie die Marke von auch ihren Konkurrenten dargestellt wird. Und ein Beispiel, das ich hier gerne bringe, ist, wer im B2B ist und damit Einkaufsabteilungen bzw. Procurement zu tun hat, weiß, dass hier sehr viel, fast alles in irgendeiner Art und Weise mit KI-Assistenten abläuft. Es fehlt hier allen an Zeit und hier sind KI-Assistenten unvorstellbar praktisch hinsichtlich Vorauswahl. Man kopiert die Anforderungen rein, bestimmt ein Set an hochrelevanten Firmen und diese werden dann angefragt und alle, die hier nicht aufscheinen, sind schon mal nicht in der Shortlist drin. Was sind jetzt typische Einwände bzw. die Einwände, die ich häufig höre von Marketingleitern, wenn die solche Gespräche mit der Geschäftsleitung haben? Und das sind nicht alle, aber das sind so, die ich am öftesten gehört habe. Wenn es nicht direkt messbar ist, warum sollten wir investieren? Das macht ja keinen Sinn. Ja, KI beantwortet Fragen meist ohne Klick zu senden und damit ist es sehr schwierig messbar, aber sie beeinflusst die Meinung von unseren potenziellen Käufern und welche Marken und Produkte sie auswählen. Wenn man
hier vielleicht Zahlen nennen will, gibt es spannende Zahlen aus dem B2C. KI-Suche ist heute schon die bevorzugte Informationsquelle bei Nutzern. Das heißt, man kann es auch noch mit Daten untermauern. Ja, aber KI macht Fehler, die Nutzer vertrauen den Antworten nicht. Ja, KI macht Fehler und halluziniert, aber auch in der alten Welt oder im Web allgemein, viele Informationen sind fehlerhaft oder auf jeden Fall nicht perfekt. KI-Assistenten ersparen aber so viel Denkarbeit und so viel Zeit, dass es keine Rolle spielt. Die Nutzer verwenden es, weil es ihren Tag einfach so viel einfacher macht. Und hier gibt es Daten von Accenture, die zeigen, dass Nutzer nur den Empfehlungen von Beratungspersonal im Ladengeschäft mehr vertrauen als einem Sprachmodell. Ja, aber das mit der Messbarkeit, wie messen wir denn den Erfolg in der KI-Suche? Wie sehen wir, dass wir die richtigen Sachen machen? Alles beginnt über den Vertrieb und auch Kundenservice, validierte Fragen unserer Kernzielgruppen. Über ihre Kundenreise hinweg sehen wir uns an, zu welchem Anteil wir in KI-Antworten aufscheinen, also zitiert werden, als Marke genannt werden. Parallel messen wir die Markendarstellung in diesen KI-Antworten im Abgleich mit unserer Positionierung. Das heißt, werden wir richtig als Marke dargestellt, wie wir auch gesehen werden wollen, vom Framing her. Und zu guter Letzt, um das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive zu messen, damit es nicht ganz in der Luft hängt, messen wir, wie aktiv KI-Bots unsere Inhalte über die Zeit konsumieren. Und damit haben wir ein stabiles Messkonzept, auch wenn wir nicht direkt Klicks zu Conversions messen können. Das klingt mühsam, können wir das Thema KI-Sichtbarkeit nicht verschieben? Können wir? Dann sind wir halt nicht mehr dort, wo unsere Zielgruppen sich informieren und Entscheidungen vorbereitet werden. Um es auch klarzustellen, Google, auch die Google-Suche entwickelt sich laut eigenen Aussagen von der Suchmaschine über eine Antwortmaschine zu einem KI-Assistenten. Es ist laut aktuellen Aussagen von Google selbst nur eine Frage der Zeit, bis der Google KI-Modus der neue Standard wird. Das heißt, wir befinden uns in einem Wandel, das alte fällt langsam weg, die Klicks, weil vieles einfach direkt beantwortet wird, Zero-Click, und das Neue entwickelt sich erst, auch hinsichtlich Messbarkeit, und es geht mehr in Richtung, was wichtig ist Einfluss. Was aber auch wichtig zu verstehen ist, generative KI betrifft nicht nur direkt Suche, sondern am Ende des Tages eigentlich jeden Kanal. Jeder Mensch hat jetzt in seiner Hosentasche einen sehr gut qualifizierten Berater, der ihm sehr viel Denkarbeit und sehr viel Zeit erspart. Wollen wir hier nicht aufscheinen. In der Beschreibung unten findest du wie immer weiterführende Ressourcen, diesmal mit dem Fokus auf Quellen mit Zahlen, die dir helfen zu argumentieren. Wenn du Fragen hast oder dir noch Einwände einfallen oder es intern bei dir andere Einwände gab, die ich in dieser Folge nicht behandelt habe, bitte schreib mir einen Kommentar und dann werde ich die beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.